Heute geht es weiter in der Train World und wir werden jetzt den Bahnsteig hier noch erweitern. Und dazu brauche ich erstmal das Modul, deswegen werden wir das jetzt ausbauen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt noch die Zugsignale weggebaut, weil die erstens noch nicht gepasst haben. Das eine muss doppelt sein, das Zugsignal auf dem Gleis. Und das hat zwar gepasst, muss aber weiter hinter, weil wir die ganze Anlage, also zumindest die Weiche, nach weiter hinten verschieben. Und ich habe jetzt auch schon angefangen, den Bahnsteig zu bauen. Und die mittleren Teile sind jetzt schon mal fertig. Die werde ich dann noch genauso wie bei dem anderen Stück festbauen, hier unten mit Brackets dann. Für die Seite hier sind mir dann nur die weißen Steine hier ausgegangen, die geriffelten. Aber bevor ich jetzt hier das alles festbaue, werde ich mal anfangen, den Gleisstotter hier überall dran zu bauen und dann auch auf der Seite, wie beim letzten Mal mit den Flügelementen, den Schotter noch so ein bisschen besser darstellen. Die Innenteile sind jetzt schon mal fertig vom Schotter. Jetzt kommen hier noch die Bretter drauf überall und dann geht es auch schon außen weiter. Ihr seht schon, die Bretter in der Mitte sind jetzt drin, genauso wie das Geröll außen ist jetzt schon mal so in der Grundform da. Hier fehlen jetzt natürlich noch die 1x1 Teils am Rand und 1x1 Punkte, um den Schotter noch besser darzustellen. Und das Ganze werden wir dann in einem zukünftigen Update bauen, genauso wie die Querverstrebung hier, damit die Platte sich nicht mehr durchwölbt, und den Bahnsteig in der Mitte noch festmachen. Aber jetzt zieht noch eine Sigfig ein. Der heutige Gast ist Daddy's Bricks. Auf seinem Kanal lädt er coole Reviews hoch und hat auch letztens ein Kinomog getüftet. Schaut unbedingt mal bei ihm vorbei. Der Kanal ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir widmen uns jetzt noch einem neuen Projekt. Also, ihr habt ja abgestimmt, was wir als nächstes bauen sollen, weil wir noch eine Platte übrig haben, die auf unser Layout oben nicht drauf passt vom System her. Und da konntet ihr zwischen dem Gleis 9 3/4 und der U-Bahn-Station wählen. Und ihr habt euch für die Geister-U-Bahn-Station entschieden. Und jetzt zeige ich euch so ein bisschen, wie wir das Ganze geplant haben. Und zwar haben wir dann die 48x48 Platte. Da haben wir dann ein Gleis, auf dem das dann an so einen Schienenkreis angeschlossen, da kann Zug fahren. Und auf dem anderen Gleis steht dann so ein kaputter Zug, wo es dann drin spukt und dann vielleicht fast mit den Ghostbusters irgendwie so. Und als erstes fange ich jetzt mal mit dem Gleisbett an. Da werden wir die Schienen hier benutzen. Die werden dann später noch durch Dark Bluish Gray Schienen ausgetauscht. Und um dieses Gleisbett, was es da gibt, nachzubauen, kommen hier Jumper Plates drunter. Und dann wird das Ganze in Snot gemacht, weil das ja nicht aus so Schotter besteht wie bei normalen Schienen, sondern immer geteert ist. Oder nicht geteert, sondern so betoniert, so in der Art. Und dann ab und zu mit so Schächten und an der Seite sind immer so leichte Erhöhungen und sowas. Und da fange ich jetzt am besten einfach mal an. Ich habe jetzt mal hier ein kleines Muster zusammengebaut und wie ihr schon seht, es ist Michi Spezial, also sehr kompliziert geworden. Die Snotbautechnik habe ich jetzt geschafft, damit es eben so betoniert aussieht und nicht so geröllartig. Die Jumper Plates sind drin und noch Light Bluish Gray Brick Modifieds. Ich zeige es euch kurz hier, um so leichte Abwechslung mit reinzubekommen. Und das Ganze hat den normalen Abstand wie bei den Lego-Zügen auch, also die 4 Noppen zwischen dem Gleis. Ihr seht schon, das passt hier drauf und
ja, später muss ich dann das noch schaffen, dass es einfach zusammen bleibt. Und hier ist jetzt noch zum Vergleich eine einmal 4 Plate. Die passt genau in diese Lücke rein. Hier, das schließt genau bindig ab. Und jetzt werde ich dann einfach mal rangehen, das schon auf die Platte drauf bauen und dann euch das Update zeigen, wie ich das Ganze befestigt habe. So, dann habe ich das Ganze jetzt mal fertig gebaut und es ist nicht ganz aufgegangen, deswegen sind hier wieder der Brick Modified mit noch einem anderen Brick Modified mit einem Loch in der Mitte. Der ist dann eine halbe Plate in die Richtung verschoben. Und auf der anderen Seite habe ich eine Plate Modified, bei der es eigentlich bündig abschließt mit diesem Loch. Und ihr wundert euch jetzt bestimmt, wieso ich ein Loch habe da drin. Und zwar bin ich hingegangen und habe an das Schienenstück Brick Modifieds mit Löchern dran gemacht. Einmal, dass ich hier halbe Pins durchstecken kann zum draufbauen und dann ein Pin auf Echse, Pin, und der kann dann da in diese Löcher rein. Das ist dann einmal die eine Seite. Das geht hier einfach ganz rein. Hier seht ihr es dann nochmal, das liegt ziemlich bündig drauf. Und dann die andere Seite, da habe ich schon mit dem Verkleiden angefangen. Also hier so Fliesen drauf, weil am Rand ist ja immer eine leichte Erhöhung. Und das kommt dann auf der anderen Seite rein. Und dann schließt sich die Lücke hier eigentlich ziemlich gut. Es ist noch ein bisschen was da, aber wenn dann, das ist, weil es nach links und rechts leicht verschoben ist, weil die Teile ein bisschen gewölbt sind, aber wenn dann mehrere Module nebeneinander sind, sollte sich das noch besser schließen. Das nächste wäre jetzt dann, also später wird man von dieser Seite hier reinschauen können. Hier ist der Bahnsteig und hier weiter hinten ist dann das zweite Gleis mit dem kaputten Zug, wo es drin spukt. Und ich werde jetzt einmal hier anfangen, so ein Teststück von der Wand zu bauen, wie das dann später gefliest ist. So, dann habe ich wieder weitergebaut und ihr seht schon, die eine Seite ist gerade wieder draußen. Und zwar ist es, weil wir jetzt hier die Wand dran bauen. Die habe ich jetzt einmal angefangen, so ein altes Muster mit so, ja, braunen Farben eher. So wie es halt früher oft gebaut wurde. Und dann kann man das hier einfach nehmen und hier drauf klipsen. Also die Wand wird natürlich auf der Seite nicht so hoch, weil man da durchschauen soll. Oder eher gesagt muss. Das kommt jetzt hier drauf, schließt schön bündig ab. Hier, ja, jetzt ist es ganz drauf. Und dann kann ich einfach hingehen und das Stück hier wieder reinstecken. So. Dann wäre jetzt die nächste Sache. Wenn man die Platte gerade hochnimmt, wölbt die sich absolut durch, weil hier noch die Verstrebungen fehlen, damit das Ganze stabil wird. Und da werde ich jetzt mal schauen, dass ich die einbaue. Ich habe jetzt mal die Verstrebung in die Richtung gemacht, weil in die Richtung kommt ja dann der Bahnsteig drauf und das ist dann die Stabilität. Und das sind einfach Technik-Bricks mit Löchern, wenn man es hier seitlich sieht, wo ich Pins durchgesteckt habe. Da kann man dann noch, falls es nicht stabil genug ist, hier oben noch Plates drauf tun, also eine 2x4 oder noch größer. Und dann wird das Ganze noch mehr stabilisiert. Aber soweit sollte das passen. Das heißt, ich stecke jetzt hier wieder meine 2 Module drauf. 1 und 2. So, jetzt soll ja auch ein bisschen streng reingehen, damit die Lücke sich schließt. Und dann schaue ich mal, dass ich von der Seite, die man jetzt hier gerade schlecht sieht, ja, man sieht, hier ist noch eine Noppe frei,
dass hier dann mal so leicht anfangen, dieses Erdreich nachzubilden, so wie man es dann später von der Seite sieht. Ich habe jetzt mal weitergebaut und um euch das Ganze zu zeigen, habe ich jetzt die eine Hälfte raus. Hier seht ihr gerade die Minifigurenperspektive und wenn wir es jetzt umdrehen, das ist dann die Perspektive, wie man in den Bahnhof reinschaut oder in die U-Bahn-Station eher gesagt. Und hier kommt dann noch so Erde und alles hin. Das heißt dann, ich setze das Modul jetzt gleich wieder ein und fange dann an, die Erde auf der Seite zu bauen. Ich habe jetzt mal hier so die Erde und alles angedeutet. Da können wir dann auch noch bei den größeren Flächen später mit anderen Farben spielen, um irgendwie Kies oder Lehm zu symbolisieren. Und wie ihr hier seht, habe ich hier unten eine schwarze Linie gezogen. Das soll so eine Art Kabel symbolisieren und auch, weil ich die richtigen Teile nicht da hatte. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und dann würde ich auch schon sagen, vielen Dank fürs Zusehen und über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen.